Teil des liberalen Skripts ist die individuelle Freiheit und damit verbunden natürlich die Vorstellung der Freizügigkeit, der Möglichkeit, sich relativ ungehindert zu bewegen. Allerdings kontrollieren die meisten Staaten ihre Grenzen. Das leitet sich ab aus dem Recht auf nationale Souveränität und auch der Organisation von kollektiver Selbstbestimmung. Von liberalen Staaten wird gesagt, sie handhaben ihre Art von Grenzkontrolle weniger rigide und liberaler als andere, als autoritäre Staaten oder Diktaturen. Allerdings zeigt sich bei einem zweiten Blick ein anderes Bild. Auch liberale Staaten haben Mauern und Zäune gebaut, sind selektiver geworden im Hinblick auf die Personen, die sie durchlassen und die Personen, die sie zurückweisen. Sie verschieben ihre Grenzkontrolle in Transitländer und Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten. So entsteht durch das Wirken der liberalen Staaten eine globale Mobilitätshierarchie, bei der vor allen Dingen die Bürger des globalen Nordens relativ leicht Grenzen überschreiten können und viele andere von den Mobilitätsmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Das globale Mobilitätsregime ist Teil der liberalen Weltordnung. Das Gleichheits- und Inklusionsversprechen des liberalen Skripts ruht auf den liberalen Kernprinzipien der Freiheit, Gleichheit und individuellen Selbstbestimmung. Genau darin besteht die Anziehungskraft des liberalen Skripts. Dieses Versprechen verleiht allen Emanzipations- und Integrationsbestreben einen Sinn. Ein historisches Beispiel ist das Frauenwahlrecht. Wir wissen, dass die liberalen Ideale der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für Frauen nicht gleichermaßen galten. Die gleichen Rechte mussten durch die Frauenbewegung weltweit hart erkämpft werden. Doch die Geschichte zeigt auch, dass diese Inklusion durchzogen war von Widersprüchen und einem Ringen um In- und Exklusion. Zum Beispiel war die Frauenbewegung in den USA im Hinblick auf die Erweiterung des Wahlrechts für Schwarze außerordentlich gespalten. Die Universalität schien auch für ehemalige Sklaven nicht gleichermaßen zu gelten. Und dennoch, das liberale Skript war auch für schwarze Bürgerrechtsbewegungen ein positiver Bezugspunkt. Diese Gleichzeitigkeit von In- und Exklusion, das Ringen um die Grenzen des Einschlusses, ist ein Charakteristikum des liberalen Skripts. Es ist geprägt von einem inneren Spannungsverhältnis, nämlich dem Recht auf individuelle Selbstbestimmung und dem Recht auf kollektive Selbstbestimmung. Das Kollektiv kann eine spezifische Gruppe sein, aber gemeinhin drückt sich die kollektive Selbstbestimmung in der Souveränität von Nationalstaaten aus. Forschungen zeigen, dass Staatsgrenzen zwar durchlässiger, inklusiver geworden sind, sie zeigen aber auch, dass diese Inklusion porös ist. Die Ausschlussmechanismen sind feingliedriger, subtiler geworden. Die Exklusion von Migrantinnen und Migranten findet nicht ausschließlich an staatlichen Grenzen statt, sondern auch innerhalb von Gesellschaften. Grenzen sind in den Alltag hineingedrungen, in bürokratische Praktiken, in Institutionen, in die Körper hinein. Das Inklusionsversprechen wird auf jeder Ebene des alltäglichen Lebens gebrochen. Das produziert große Enttäuschungen und die Gefahr, dass das liberale Skript nicht mehr als positiver Bezugspunkt funktioniert.